Good morning, good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We finished 1 Corinthians 10 Wir haben 1. Korinther 10 beendet and we leave 1 Corinthians 11 to other people. und wir überlassen 1. Korinther 11 anderen Leuten. I tell you why I made this decision. Ich sage dir, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. I made this decision because 1 Corinthians 11 is actually a fascinating chapter. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil 1. Korinther 11 wirklich ein faszinierendes Kapitel ist. I've studied it actually a lot. Ich habe es sehr oft studiert. And I taught on great parts of it too. Ich habe auch große Teile davon gelehrt. I love the whole stuff. How it starts about the whole authority, the delegated authority. Ich liebe es, wie das Kapitel mit der Autorität, mit der delegierten Autorität beginnt. The husband is the authority of the wife, but Jesus is the authority of the husband, but God the Father is the authority of Jesus. Der Ehemann ist die Autorität der Frau, Jesus ist die Autorität des Ehemannes, aber Gott der Vater ist die Autorität von Jesus. I love the whole subject about the communion. I think it's so rich and so deep. Ich liebe das ganze Thema über das Abendmahl. Es ist so reich und so tiefgründig. I personally have come to an understanding about the head covering too, so I'm totally fine with that. Ich persönlich bin auch zu einem Verständnis gekommen, was die Kopfbedeckung angeht. Also habe ich damit kein Problem. And I tell you why I'm fine with that. Ich sage dir, warum ich damit kein Problem habe. Because I have spent so many nights discussing this with our Bible school students in 82. Ich habe so viele Nächte damit verbracht, darüber mit unseren Bibelschülern im Jahr 82 zu diskutieren, Until I finally come to my own convictions. bis ich schließlich zu meiner eigenen Überzeugung kam. So I have my convictions about 1 Corinthians 11. Ich habe meine Überzeugung bezüglich 1. Korinther 11, But I just thought, this would be a good thing for people to figure out themselves. aber ich dachte einfach, es wäre gut, wenn die Leute das für sich selbst herausfinden würden. And I also said, we've talked a lot about Paul. Let's give Peter a chance. Ich dachte mir, dass wir viel über Paulus gesprochen haben und jetzt Petrus eine Chance geben. I think it's time for Peter to have a little talk to us. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Petrus ein wenig zu uns spricht. So we are going to go into 1 Peter and chapter 1. Wir werden uns mit dem 1. Petrusbrief Kapitel 1 beschäftigen. Now, before we do this, we need to talk a little bit about the Apostle Peter. Bevor wir das tun, müssen wir ein wenig über den Apostel Petrus sprechen. The Apostle Peter was one of the most outstanding apostles. Der Apostel Petrus war einer der herausragendsten Apostel. He was the first one who was allowed to preach at the day of Pentecost. Er war der Erste, der zu Pfingsten predigen durfte. And Peter was the one who had a very radical transformation. Petrus war derjenige, der eine sehr radikale Wandlung durchmachte. From the guy who knew it all, Vom Besserwisser knew it all, zu dem Mann, der versagte, to the guy who then fell into self-pity der dann in Selbstmitleid verfiel and self-condemnation, und in Selbstverurteilung, to a guy who then was restored. bis hin zu einem Mann, der wiederhergestellt wurde. And history says Die Geschichte besagt, that when it came for him to die the death of the martyr, als er den Märtyrertod sterben sollte, he told them that he was not worthy to be crucified like his beautiful Savior was. sagte er ihnen, dass er nicht würdig sei, so wie sein wunderbarer Erlöser gekreuzigt zu werden. He wanted to be crucified upside down. Er wollte auf dem Kopf stehend gekreuzigt werden. And that incredible apostle who first said, I'm willing to die for you, but when it actually came to it, he was scared. Dieser unglaubliche Apostel, der zuerst sagte, ich bin bereit, für dich zu sterben, hatte Angst, als es dann wirklich soweit war. And when it actually later came to dying, he was not only ready, but he was ready even to go to the extreme. Aber als es dann später tatsächlich zum Sterben kam, war er nicht nur bereit, sondern er war sogar bereit, bis zum Äußersten zu gehen. And here is another thing that I find really interesting about Peter and how God used him. Ich finde noch etwas anderes sehr interessant an Petrus und daran, wie Gott ihn gebraucht hat. God used Peter so powerfully, even at Pentecost. Gott hat Petrus bereits zu Pfingsten so mächtig gebraucht. Have you ever preached a sermon where 3,000 people got saved? Hast du jemals eine Predigt gehalten, in der 3000 Menschen gerettet wurden? See, God used him so powerfully, and yet he still
had a mixture of old and new covenant belief. Gott gebrauchte ihn so mächtig und doch vermischte er den Glauben des Alten mit dem des Neuen Bundes. We see that in Acts chapter 10. Wir sehen das in Apostelgeschichte Kapitel 10. In Acts chapter 10, when he's sitting on the rooftop and he has this vision of a linen coming down from heaven with all the animals. In Apostelgeschichte Kapitel 10 sitzt er auf dem Dach und hat diese Vision von einem Leinen, das mit allen Tieren vom Himmel herabkommt. And a voice says, kill and eat. He argues with God. Eine Stimme sagt, töte und iss. Und er diskutiert mit Gott. He says, no, Er sagt, nein, it's unclean. es ist unrein. And I'm not going to eat unclean things. Ich werde nichts Unreines essen. He would have never gone to the Gentiles unless God gave him that extraordinary encounter. Er wäre nie zu den Heiden gegangen, wenn Gott ihm nicht diese außergewöhnliche Begegnung geschenkt hätte. So he was powerfully used by God while he still had a mixed theology between Old and New Covenant. Er wurde von Gott mächtig gebraucht, obwohl er noch eine echte Theologie von altem und neuem Bund hatte. And then Paul comes along with this great revelation. Dann kommt Paulus mit der großen Offenbarung. And then Paul, who is so fearless, has no fear of man, Paulus, der so furchtlos ist, der keine Angst vor Menschen hat, who gets saved a long time after Peter. der lange Zeit nach Petrus gerettet wird. I mean, Peter, they walked with Jesus for 3.5 years, then planted church. Petrus war schon 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs und gründete dann Gemeinden. And the church that Peter planted was Paul who was persecuting it. Die Gemeinden, die Petrus gründete, wurden von Paulus verfolgt. So Paul came way later. Paulus kam viel später. And that newcomer now confronts Peter, who's been walking with Jesus forever. Dieser Neuankömmling konfrontiert nun Petrus, der schon immer mit Jesus unterwegs war. We read it in Galatians 1. Wir lesen das in Galater 1. Because Peter still lived with the fear of man. Petrus lebte immer noch in der Angst vor den Menschen. So he was a hypocrite. Er war ein Heuchler. So there was a quick transformation in Peter. Es kam zu einer schnellen Wandlung in Petrus, You know, at Pentecost. zu Pfingsten. But then there still was a continual transformation. Danach aber kam es zu einer kontinuierlichen Veränderung. And at the end, he was at the place where he was willing to give everything for Jesus. Letztendlich war er bereit, alles für Jesus zu geben. Why am I telling you this about Peter? Warum erzähle ich dir das von Petrus? Because I've always preached, how you start is not really the important thing. How you finish is the important thing. Weil ich immer predige, wie du beginnst, ist nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, wie du es beendest. Peter didn't have the greatest start. He didn't have the greatest run in the middle, but he had a grand finale in the end. Petrus hatte nicht den besten Start, er hatte auch nicht den besten Lauf in der Mitte, aber er hatte ein großartiges Finale am Ende. So we're going to study what he has to tell the church because it's very important. Wir werden studieren, was er den Gemeinden zu sagen hatte, denn es ist sehr wichtig. With this background, tomorrow we start with verse 1. Mit diesem Hintergrund beginnen wir morgen mit Vers 1. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.